Lena, ich habe heute Morgen einen Anruf bekommen. Einen Anruf? Von wem? Vom Bürgeramt. Mein Termin ist morgen um 8 Uhr. 8 Uhr morgens? 8 Uhr morgens. Das ist eigentlich gut. Da ist meistens noch nicht so viel los. Vielleicht, aber Lena, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Was nehme ich mit? Was fragen die mich? Was sage ich der Person am Schalter? Okay, ganz ruhig. Wir gehen das jetzt zusammen durch. Schritt für Schritt. Also, Jonas, erste Frage. Weißt du eigentlich, was eine Anmeldung ist? Offiziell sagen, wo ich wohne? Genau. In Deutschland musst du dich anmelden, wenn du in eine neue Wohnung ziehst. Das nennt man Anmeldung. Oder offiziell Wohnsitzanmeldung. Und wie viel Zeit habe ich dafür? Normalerweise 14 Tage nach dem Einzug. Nur 2 Wochen? Nur 2 Wochen. Und das ist wichtig. Wenn du es zu spät machst, kann es theoretisch ein Bußgeld geben. Wie teuer? In manchen Fällen kann es teuer werden. Aber keine Panik. Wenn du schon einen Termin gebucht hast oder eine gute Erklärung hast, sind viele Behörden verständnisvoll. Okay, verstanden. Ich gehe morgen. Du gehst morgen. Schritt 1. Du brauchst meistens einen Termin. In vielen Städten kannst du nicht einfach spontan ins Bürgeramt gehen. Wirklich nicht? Oft nicht. Das hängt von der Stadt ab. Manche Städte haben Online-Termine, manche erlauben auch Vorsprache ohne Termin und manche haben Online-Anmeldung. Also zuerst Webseite der Stadt prüfen. Genau. Oder anrufen. Was sage ich, wenn ich anrufe? Du sagst zum Beispiel: Guten Tag, ich brauche einen Termin für die Anmeldung. Ich brauche einen Termin für die Anmeldung. Okay. Oder einfacher: Können Sie mir einen Termin geben? Und wenn alle Termine voll sind? Dann fragst du: Gibt es noch freie Termine in dieser Woche? Und wenn ich online buchen will? Online ist oft einfacher. Du gehst auf die Webseite deiner Stadt. Berlin, München, Hamburg. Jede Stadt hat ihre eigene Seite. Und du suchst nach Termin Bürgeramt oder Wohnsitz anmelden. Und welche Wörter brauche ich da? Du klickst vielleicht auf Ich möchte einen Termin online buchen. Und wenn das Formular kompliziert ist? Dann rufst du an und fragst: Wo finde ich das Online-Formular? 5 Sätze. Termin gebucht. Termin gebucht. Schritt 1 fertig. Jonas, kurze Pause. Bevor du morgen gehst, weißt du, was du mitnehmen musst? Mein Pass? Pass oder Personalausweis, genau. Und? Die Wohnungsgeberbestätigung. Die Wohnungsgeber was? Wohnungsgeberbestätigung. Das ist ein Dokument von deinem Vermieter. Der Vermieter bestätigt, dass du in dieser Wohnung wohnst. Und wenn ich das nicht habe? Dann wird es schwierig. Für die Anmeldung brauchst du dieses Dokument normalerweise. Okay. Pass, Wohnungsgeberbestätigung. Sonst noch was? Das Anmeldeformular, meistens ausgefüllt mitbringen. Und je nach Situation vielleicht weitere Dokumente, zum Beispiel Heiratsurkunde oder Geburtsurkunden, wenn du mit Familie umziehst. Ich bin Single. Dann ist es einfacher. Pass, Wohnungsgeberbestätigung und das Formular. Okay, Jonas. Es ist morgen 8 Uhr. Du stehst im Bürgeramt. Was sagst du? Hallo? Hallo ist okay. Aber besser ist: Guten Morgen, ich bin hier für die Anmeldung. Ich bin hier für die Anmeldung. Genau. Klar, höflich, direkt. Die Person am Schalter sagt dann vielleicht: Bitte setzen Sie sich. Und dann fängt es an. Was kommt als erstes? Sie möchten deine Unterlagen sehen. Du gibst sie ab und sagst: Hier sind meine Unterlagen. Und die Wohnungsgeberbestätigung? Die zeigst du extra. Du sagst: Ich habe die Wohnungsgeberbestätigung dabei. Und dann fragen die mich Sachen, oder? Genau. Zum Beispiel: Seit wann wohnen Sie in dieser Wohnung? Und ich sage? Ich wohne seit dem 15. März in dieser Wohnung. Oder einfach seit 2 Wochen? Das geht auch. Aber das genaue Datum ist besser. Sie tragen das in den Computer ein. Was kommt als nächstes?
Sie fragen nach deiner Adresse. Du sagst, meine Adresse ist Schillerstraße 12, 3. Etage. Was, wenn ich nicht sicher bin, ob alles richtig ist? Du fragst einfach, brauchen Sie noch etwas? Und wie lange dauert das alles? Das kannst du fragen. Wie lange dauert das? Und am Ende bekomme ich was? Ja, du bekommst normalerweise eine Meldebestätigung oder Anmeldebestätigung. Das ist dein Nachweis, dass du jetzt offiziell angemeldet bist. Wann bekomme ich die Meldebestätigung? Und die brauche ich für? Für viele Dinge. Zum Beispiel für ein Bankkonto, Verträge, manchmal für die Krankenversicherung oder den Arbeitgeber. Und wichtig, deine Steuer-ID wird später an deine Meldeadresse geschickt. Wow. Ja, in Deutschland ist dieser kleine Zettel ziemlich wichtig. Aber Jonas, manchmal gibt es Probleme. Lass uns auch darüber sprechen. Was für Probleme? Zum Beispiel, du hast deinen Termin verpasst. Was, weil ich verschlafen habe? Verschlafen, Stau, krank, vergessen, egal. Du rufst an und sagst, ich habe meinen Termin leider verpasst. Sind die dann sauer? Nicht unbedingt. Das passiert. Wichtig ist, ehrlich bleiben und direkt nach einer Lösung fragen. Also sage ich, Können wir einen neuen Termin machen? und wenn ich zum Termin gehe, aber etwas vergessen habe? Auch das passiert. Du sagst ehrlich, ich habe leider ein Dokument vergessen. Und dann? Dann sagt man dir, was du tun musst. Vielleicht bekommst du einen neuen Termin. Vielleicht kannst du das Dokument nachreichen. Das hängt von der Stadt und vom Fall ab. Und wenn ich nicht sicher bin, wie viel Zeit ich habe? Dann fragst du, wie viel Zeit habe ich für die Anmeldung? 14 Tage. Du hast es schon gesagt. Genau. Aber frag trotzdem, wenn du unsicher bist. Jede Stadt erklärt ihre Regeln ein bisschen anders. Letzte 3 Sätze, Jonas. Was, wenn du nicht alleine kommst? Mit Familie meinst du? Genau, wenn du verheiratet bist oder Kinder hast. Du sagst, ich melde mich und meine Familie an. Und für die Kinder extra? Mein Kind muss auch angemeldet werden. Und brauche ich für meine Frau oder meinen Mann einen eigenen Termin? Brauche ich für meine Frau einen eigenen Termin? Oder brauche ich für meinen Mann einen eigenen Termin? Und die Antwort ist? Das hängt von der Stadt ab. Oft könnt ihr als Familie zusammen angemeldet werden. Manchmal reicht es auch, wenn ein Elternteil persönlich kommt. Und die Kinder? Kleine Kinder müssen oft nicht persönlich mitkommen, aber bitte vorher auf der Webseite deiner Stadt prüfen. Also nicht automatisch Baby ins Bürgeramt? Genau, nicht automatisch. Erst prüfen, dann hingehen. So, Jonas, 20 Sätze. Du hast jetzt alles, was du morgen brauchst. Termin prüfen, Unterlagen mitnehmen, höflich sprechen, Fragen stellen, Meldebestätigung bekommen. Genau. Aber Lena, ehrlich gesagt, ich bin trotzdem ein bisschen nervös. Das ist normal. Die Anmeldung ist offiziell, sie ist auf Deutsch und du machst es zum ersten Mal. Hast du einen letzten Tipp? Ja, wenn du etwas nicht verstehst, sag es einfach. Bitte langsamer oder können Sie das wiederholen? Die Leute im Bürgeramt sind keine Lehrer, sie wollen nur ihre Arbeit machen. Und wenn du höflich fragst, helfen sie dir oft weiter. Bitte langsamer. Bitte langsamer. Die Anmeldung klingt kompliziert, ist aber eigentlich nur ein Termin. Du kommst rein, du gibst die Unterlagen ab, du wartest. Und am Ende hast du diesen kleinen Nachweis in der Hand, die Meldebestätigung. Und plötzlich ist deine Adresse nicht mehr nur ein Ort, an dem du schläfst. Sondern, Sie ist offiziell dein Zuhause. leise gesagt, so fühlt es sich an, in Deutschland anzukommen. Wenn dir die Folge geholfen hat, abonniere den Kanal, lass ein Like da und schreib uns in die Kommentare, wann war deine erste Anmeldung? Bis zum nächsten Mal. Tschüss!